Hey Friends, heute probieren wir mal was aus. Ich bin in den letzten Wochen, Monaten etwas mit meinen deutschen Freunden in Kontakt gewesen. Und ich habe dabei was bemerkt. Und zwar, ich habe auf Deutsch eine ganz andere Persönlichkeit. Oder zumindest eine Schicht meiner Persönlichkeit kommt zuvor, wenn ich Deutsch spreche. Und es ist fast, als ob die ganze Welt sich ein bisschen ändert. Für mich innerlich. Ich sehe die Musik ein bisschen anders. Ich gehe auch die Musik ein bisschen anders an. Ich sehe andere Leute etwas anders. Ich habe es gibt irgendwas in mir, was durch die deutsche Sprache aktiviert wird und dadurch eine ganz andere Perspektive übernimmt. Und wenn ich dann auf Englisch wieder umschalte, bleibt es einige Zeit so. Das heißt, da kommt etwas raus, was eigentlich dann auch in meinem englischsprachigen Leben weitergeht und zumindest eine kurze Zeit meine Perspektive verändert. Und von daher habe ich mir gestern gedacht, ich glaube, einer von Ihnen hat einen Comment zu meinem Video von gestern beigefügt und da halt Dankeschön und sie fanden das Video toll oder hat irgendwas hat sie betroffen. Und da habe ich habe danach gedacht, Moment, warum mache ich nicht meinen Videopost auf Deutsch? Vielleicht nur einige Wochen lang oder vielleicht nur ab und zu, aber als Übung. Ich rede ja unendlich von der Übung auf diesem Videopost. Das ist vielleicht das Hauptthema sogar, würde ich sagen. Das ist ja auch als eine Übung, dass diese Praxis von Aufnahme und was ich hier von mir gebe, das kam ja als eine Praxis heraus, ursprünglich. Und von daher habe ich mir gedacht, ja, wie wäre es denn, wenn ich das auf Deutsch ausprobiere? Wenn ich mal sehe, was es mir antut, wenn ich täglich mich in diese Sprache hinein versenke und von da aus meine Gedanken ausdrücke, von da aus meine Gedanken formuliere, ist ja auch ein ganz anderes Ding auf einer fremden Sprache. Also Deutsch ist keine Fremdsprache für mich, aber halt meine zweite Sprache oder auf einer anderen Sprache halt denken muss auf einmal. Das ist es, glaube ich, was meine Persönlichkeit so beeinflusst, weil ich muss, um anständig zu sprechen, muss ich auch auf Deutsch denken. Und das heißt, ganz andere semiotische Referenzen und ganz andere Bilder formen sich halt in meinem Gedächtnis. Ich sehe die Welt, die ich als deutschsprachiges Kind eigentlich eingenommen habe und die mir die Evolution von dieser Sprache, die ein Anteil von der Evolution waren halt. Es ist eine lustige Geschichte, weil ich habe bis zu meinem 14. Lebensjahr habe ich in Deutschland gelebt und ich war auf einer amerikanischen Schule, aber mein Deutschunterricht war hauptsächlich oder halt nur mit anderen deutschen Studenten, anderen deutschen Schülern. Meine Englischklasse war eine internationale Schule, das heißt, da waren Haufen anderer Nationalitäten, Kulturen, Sprachen und meine Englischklasse, meine englische Literaturklassen haben etwas langsamer Fortschritt gemacht als bei der Deutschklasse. Das war eine ganz kleine Gruppe und wir hatten alle Deutsch als Hauptsprache oder als Muttersprache. Das heißt, als ich wieder nach Amerika gezogen bin, habe ich eigentlich Deutsch besser gesprochen und geschrieben und gelesen als Englisch. Das hat sich jetzt in den letzten 30 Jahren verändert, aber
Ähm, und ich mache manchmal den Witz, ich spreche immer noch wie ein ziemlich gut ausgebildetes 14-jähriges Kind. So komme ich mir manchmal vor in der Sprache, obwohl ich weiß, dass sich auch in den letzten Jahren mein Deutsch auch ausgebreitet hat und verbessert hat. Aber jedenfalls, es ist richtig interessant, mich total in diese Sprache hineinzuversetzen. Und ein bisschen wie ich auch von der Musik behauptet habe, ich kann durch die Musik meine Gedanken komplett verändern. Das heißt, manchmal komme ich hier hin und mache meinen Videopost und weiß nicht, worüber ich sprechen möchte. Das kommt ja schon mal vor. Ich glaube, ich bin heute bei Tag 888. Ist ja schon eine Menge. Kommt ja schon mal vor, dass ich vielleicht mal auftauche und denke, ja, ich weiß nicht genau, was ich heute mache. Aber da brauche ich einfach das Klavier anzugehen. Und schon sind meine Gedanken ganz woanders. Schon hat sich in meiner inneren Welt habe ich auf einmal etwas Platz. Ich habe einfach etwas Ruhe und die Gedanken können sich jetzt ganz von Natur formen. Ich muss nicht drüber nachdenken, was ich jetzt sagen soll. Die Gedanken kommen einfach. Und sehr oft ist es der Fall, ich habe irgendwie ein Konzept oder eine Erfahrung oder ein kleines Insight, was mir ins Gedächtnis taucht, entweder bei Meditation oder beim Yoga machen morgens, kommt mir ein Gedanke bei. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich es auspacken soll oder was ich damit anfangen soll. Und wenn ich einfach die Musik gebrauche, es ist fast, als ob ich diese ganze intellektuelle Suche einfach ausschalte und schon kann etwas passieren, was ich nicht kontrolliere, aber was ein natürlicher Auswuchs ist von dem Urgedanken.
Wir haben gestern Flamenco geschaut. Vielleicht kommen von daher diese dichten, halbstufigen Harmonien. Aber ich würde vielleicht nur noch dazu sagen, dass dieser Gedanke kam mir, während wir gestern bei dieser Flamenco, bei diesem Flamenco-Auftritt waren. Super cooler Tanzauftritt hier in Albuquerque. Und das passiert mir manchmal bei Kunst betrachten, entweder im Museum oder auch irgendwie live, Musik. Was ich bemerkt habe, ist, Kunst ist meditative Zeit. Als ich gestern in diesem Tanztheater saß, kamen mir lauter Gedanken. Also es war, als ob mir diese Gedankenleinwand, die oft in meinem Bewusstsein ist, einfach wegfiel und auf einmal kommt mir der Gedanke, warum machst du nicht einen Videopost auf Deutsch? Keine Ahnung, ich bin bei 887 Aufnahmen und der Gedanke war mir nie in den Sinn gekommen. Aber ich war vielleicht dazu bereit. Flamenco ist ja auch eine europäische Kunstform. Meine Frau hat jahrelang in Spanien gewohnt. Vielleicht kam von daher dieser Gedanke. Aber ich glaube, was ich hier betonen will, ist einfach, dass wir sind nie sehr weit von unserem Innern entfernt. Ja, ich spreche ja Deutsch, das habe ich mein Leben lang. Ich habe also Zugriff zu diesen Sachen, die mir das Bewusstsein ausbreiten, die mir meine tägliche Perspektive, meine Musik, die alle dazu fügen, dass ich mich erweitere, ausbreite, dass ich wachse. Und es ist gut, ab und zu uns daran zu erinnern, und vielleicht sogar ein bisschen darüber zu reflektieren. Denn so öffnen sich die Türen, so öffnen sich die Gelegenheiten und die nächsten Schritte in unserem inneren Leben und dabei auch in unserem äußeren Leben. Also, hoffentlich bleiben einige von euch mit mir, wenn ich ab und zu mal auf Deutsch spreche hier. Danke. I appreciate you. Have a great day. Wir sehen uns morgen.